Jetzt habe ich 7 Mal geübt und beim 8. Mal passiert mir der Fehler. Im nächsten Wintersemester wird es besser. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich darf Sie jetzt ganz herzlich mit Mikro begrüßen, hier im Saal, in unserer großen Aula und auch zu Hause vor Ihren Monitoren im virtuellen Raum. Schön, dass Sie heute bei dieser letzten Veranstaltung der Ringvorlesung der Ludwig-Maximilians-Universität im Format der Science Talks wieder dabei sind. Sie wissen das, aber lassen Sie mich trotzdem noch mal den Hinweis setzen. Diese Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, eine gemeinschaftliche Anstrengung. Der LMU widerfährt wunderbare Hilfe, zum einen von der Media School Bayern. Das gilt vor allem für das virtuelle Publikum, dass Sie uns sehen. Das liegt an der Media School Bayern. Die Media School Bayern selber, die können Sie nicht sehen, denn die steht hinter der Kamera. Und die LMU wird auch ganz, ganz maßgeblich unterstützt, wie sie vielfach unterstützt wird, so auch bei dieser Veranstaltung durch die Münchner Universitätsgesellschaft. Und deswegen freue ich mich, dass die Münchner Universitätsgesellschaft diese Veranstaltung nicht nur auch möglich gemacht hat, sondern dass sie diese Veranstaltung auch begleitet. Und deswegen darf ich auch ganz herzlich begrüßen Frau Garnis, Mitglied im Vorstand der Münchner Universitätsgesellschaft. Und ich darf an Sie jetzt das Wort übergeben. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Professor Jaraus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute wieder im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft begrüßen zu dürfen. Herr Professor Jaraus hat es bereits erwähnt, heute ist die letzte der 8 Ringvorlesungen, die erstmals 2022 als Science Talk oder Science Talks ihre Premiere gefeiert haben, nach 3 Jahren Corona-Pause. Man kann sagen, 2022 war in vielfältiger Hinsicht ein ganz besonderes Jahr. Es haben nicht nur viele Neuerungen in die LMU Einzug gehalten, zum Beispiel eben die Science Talks. Es war auch das Jahr der Jubiläen. Die LMU hat ihr 550. Bestehen gefeiert und auch wir, die Münchner Universitätsgesellschaft, haben unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit über 100 Jahren also fördern wir schon die Forschung und Lehre an der LMU und das in einem sehr breiten Spektrum. Dabei ist es uns ein großes Anliegen, die hochaktuellen Themen und spannenden Entwicklungen in der Forschung und Wissenschaft hinauszutragen in die Gesellschaft, den Austausch zu schaffen zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft. Welches Format würde sich besser eignen als die zeitgemäße Form der Science Talks, die gesellschaftlich hochrelevante Themen in einer Panel-Diskussion aufgreift, als Hybridveranstaltung, hier in Präsenz und online und dazu noch in Interaktion mit dem Publikum. Um diese moderne Technik auch mitfinanzieren zu können, haben wir unsere Förderung in diesem Wintersemester noch einmal aufgestockt. Und wir freuen uns besonders, dass diese Veranstaltungsreihe so einen großen Erfolg hat und gratulieren ganz, ganz herzlich nochmal dazu. Vielen herzlichen Dank. Ich bin aber noch nicht fertig, es geht noch weiter. Also die LMU ist eine Exzellenzuniversität. Dennoch, ohne die Förderung durch die Münchner Universitätsgesellschaft könnten einige Projekte nicht realisiert werden. Wenn Sie wissen möchten, was wir tun und welche weiteren attraktiven Veranstaltungen wir zu bieten haben, dann schauen Sie auf unsere Website, das kann man sich ganz leicht merken, www.unigesellschaft.de. Wissenschaft braucht Förderung oder anders gesagt, auf dem Weg zur Spitze braucht man Freunde. In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, werden Sie Mitglied bei uns in der Münchner Universitätsgesellschaft. Sie werden sehen, es lohnt sich für Sie, aber natürlich auch für die LMU. So, nach meinem traditionellen Werbeblock wünsche ich Ihnen nun einen ganz interessanten Abend und übergebe wieder an Sie, lieber Herr Professor Jaraus. Nochmals herzlichen Dank, wunderbar. Gerne.
Ja, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen jetzt unsere Gäste vorstelle, nochmal ein technischer Hinweis für unser virtuelles Publikum und nochmal ein konzeptioneller Hinweis. Sie haben ja schon als Präsenzpublikum die kleine technische Einführung bekommen. Für Sie ist es relativ einfach. Auch Sie können sich an unserer Diskussion beteiligen. Das ist ja die Idee der Science Talks, dass wir zwei ganz unterschiedliche Publika, ein präsentisches Publikum und ein virtuelles Publikum, auch in der Diskussion zusammenführen. Dazu können Sie den Button bei Zoom unten benutzen, Fragen und Antworten, und dann kommen auch die Fragen zu uns. Und nochmal der Hinweis, Sie sind für uns leider nicht zu sehen oder zu hören, aber die Diskussion klappt ja dennoch ganz wunderbar. Ja, und dann nochmal ein Hinweis zur Idee. Nun, Sie sind ein treues Publikum, im Grunde genommen brauchen Sie das nicht, aber ich möchte gerne heute auf einen besonderen Punkt aufmerksam machen, der mir wichtig ist und von dem ich auch glaube, dass er für die Ludwig-Maximilians-Universität München wichtig ist. Wir haben dieses Format Science Talks genannt, und Science Talks hat diese Doppelung. Science Talks meint, Wissenschaft ist ein Gespräch und Wissenschaft ist im Gespräch, und das wollen wir hier heute Abend zum 8. Mal vor Ihnen auch umsetzen. Nun können Sie sagen, heute haben wir dieses Thema Wissenschaft und Erinnerungskultur. Das ist doch ein sehr spezielles Thema. Na, was heißt speziell? So im landläufigen Sinn könnte man meinen, speziell, das klingt so ein bisschen wie, es liegt nicht ganz im Zentrum, es liegt so ein bisschen am Rand. Es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, es ist so ein Zusatzaspekt. Ja, und das wäre nun in der Tat ein grobes Missverständnis. In der Tat, wir haben das Verhältnis, Frau Garnes hat es gerade gesagt, von Wissenschaft und Gesellschaft immer im Bewusstsein, dass Wissenschaft nicht ein Gegenüber von Gesellschaft ist, sondern immer auch in der Gesellschaft stattfindet, in unterschiedlichen Teilbereichen thematisiert, in der Religion, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesundheit und in vielen anderen Bereichen. Und heute eben Wissenschaft und Erinnerungskultur. Aber ich glaube, dieses letzte Thema ist für die Reihe der Science Talks auch ein Höhepunkt. Ein Höhepunkt deswegen, weil es diese Struktur der Doppelung, Wissenschaft ist ein Gespräch und Wissenschaft im Gespräch, noch einmal auf ganz exemplarische Weise deutlich werden lässt. Denn Erinnerungskultur ist natürlich ein wissenschaftliches Thema und wir werden über dieses Thema sprechen. Aber Erinnerungskultur ist auch eine Aufgabe und auch eine Herausforderung für die Ludwig-Maximilians-Universität München mit ihrer Geschichte, die Sie alle kennen. Und ich will noch mal erinnern, ich habe Ihnen das schon das letzte Mal angekündigt, gestern war der Bundespräsident bei uns, er hat eine fulminante Rede gehalten, er hat über die Mitglieder der Weißen Rose und ihren unglaublich mutigen Einsatz gesprochen, aber er hat dann einen Bogen geschlagen über die Idee der wehrhaften Demokratie, bis zu den Maßnahmen, bis zu den Initiativen, bis zu dem Engagement, durch die eigentlich unsere Demokratie heute leben, und dann nochmal den Bogen zurückgeschlagen zur Weißen Rose. Und wenn man sich diesen Bogen anschaut, dann kann man sich fragen, was sind die Brückenpfeiler dieses Bogens? Wie hält dieser Bogen? Und der Begriff der Erinnerung war doch ganz zentral, und damit sind wir schon ganz nahe bei unserem heutigen Thema. Erinnerungskultur ist also nicht ein spezielles, abseitiges Thema, sondern Erinnerungskultur ist gerade für diese Universität ein Kernteil ihres Selbstbewusstseins, ihres Selbstverständnisses. Und ich glaube, das ist die Perspektive, unter der wir heute Abend dieses Thema angehen können. Ja, und nun darf ich Ihnen unsere Gäste endlich vorstellen. Neben mir sitzt Frau Dr. Mirjam Zadov. Sie sind der Universität vielfach verbunden. Aber man kennt Sie jetzt, seit 2018 sind Sie Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München, was auch zu München gehört und was nun wirklich in München eine ganz zentrale Bedeutung hat, wenn wir überhaupt über das Thema Erinnerungskultur sprechen. Sie haben von 1992 bis 2001 Geschichte und Judaistik an der Universität Wien studiert. 2006 erfolgte dann die Promotion in neuerer und neuester Geschichte sowie jüdischer Geschichte und Kultur. Und weil ihre Dissertation auch ausgezeichnet wurde durch den Dissertationspreis der LMU,
Nicht nur durch den Dissertationspreis der LMU, sondern auch durch den Preis der Peregrinus-Stiftung, durch die Bayerische Akademie der Wissenschaften, will ich auch den Titel nennen. Die Dissertationsschrift heißt „Nächstes Jahr in Marienbad, Gegenwelten jüdischer Kulturen in der Moderne". Ja, von 2014 bis 2019 waren Sie Professorin für Geschichte und Inhaberin des Alvin H. Rosenfeld Lehrstuhls für jüdische Studien an der Indiana University Bloomington und haben auch noch Gastprofessuren und Fellowships wahrgenommen, unter anderem in Zürich, Berkeley und Berlin. Ich will auch noch ein paar sehr renommierte Mitgliedschaften nennen. Sie sind Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der deutschen Delegation der International Holocaust Remembrance Alliance. Da kommt auch dieser Begriff Erinnerung nochmal drin vor. Und eines darf ich natürlich überhaupt nicht vergessen, und das ist, glaube ich, für unseren heutigen Abend auch wichtig. Im Jahre 2013 haben Sie den LMU Lehrinnovationspreis bekommen. Und Sie haben diesen Preis bekommen und sind dieser Universität seit dieser Zeit auf engste verbunden. Das darf ich jetzt sozusagen aus meinem Geschäftsbereich Studium und Lehre sagen, immer wenn es um solche Fragen geht. Und ich glaube, das ist kein Wunder, weil gute Lehre, eine gute Vermittlung und Erinnerungskultur auf engste miteinander zusammenhängen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Dann darf ich Ihnen meinen Kollegen Professor Dr. Andreas Wirsching vorstellen. Seit 2011 hier an der LMU Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte und zugleich Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Von 1977 bis 1984 haben Sie studiert, nämlich Geschichte und evangelische Theologie in Berlin und Erlangen. 1988 erfolgte dann die Promotion an der FAU Erlangen-Nürnberg und 1995 die Habilitation an der Universität Regensburg. Bevor Sie nach München kamen, hatten Sie noch andere Stationen absolviert. Sie waren am Deutschen Historischen Institut in Paris und Sie waren auch Professor an der Universität Tübingen und an der Universität Augsburg. Und Gastprofessuren führten Sie auch durch die Welt. Sie waren an der Washington University in St. Louis, Missouri und am Institut d'études politiques de Paris und an der Université de Montréal. Ihre Forschungsschwerpunkte, wenn ich die noch nennen darf, vergleichende deutsche und französische Geschichte im 20. Jahrhundert, die Geschichte der Weimarer Republik, des Kommunismus, des Faschismus und des Nationalsozialismus im Zeitraum 1918 bis 1945, deutsche und europäische Geschichte seit den 1970er Jahren sowie Geschichte und Theorie der Moderne. Auch hier höchst renommierte Mitgliedschaften sind zu verzeichnen, zum Beispiel in der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Historischen Museums Berlin, des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonn und Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Und da muss man sagen, schön, dass Sie hier sind und ich habe begonnen, mich vorzubereiten auf unser heutiges Gespräch, nämlich letzten Montag. Da habe ich auf Bayern 2, meinem Lieblingssender, den Podcast gehört zu dem jungen Hitler, also Hitler vor der Machtergreifung und da habe ich Sie gehört und mir ist diese Bemerkung von Ihnen wirklich in Erinnerung geblieben, dass man ja das schwer begreifen kann, und diese Formulierung des Schwerbegreifens, dass man da historisch auch dran zu tragen hat, dass ein solcher Versager wie Adolf Hitler, wenn man ihn in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und schon nach dem Ersten Weltkrieg beobachtet, eine solch dramatisch schreckliche Wirkung tatsächlich entfalten konnte. Es gibt übrigens eine Reihe von Podcasts auf Bayern 2 mit Herrn Wirsching und da will ich Sie nur darauf verweisen. Ja, auch schön, dass Sie da sind. Es gibt immer eine Anfangsfrage und diese Anfangsfrage lautet, womit beschäftigen Sie sich gerade? Was treibt Sie gerade um? Womit beschäftigen mich gerade? Ja, es gibt eine Reihe von Projekten. Ich schaue jetzt hier so ins Publikum, da sitzt mein Lektor, der auf ein Buch wartet. Ich schreibe gerade ein Buch über Erinnerung. Große Überraschung. Und zwar über die Frage, warum wir reden ja heute so meistens mit Stolz und zum Teil ja auch zu Recht, aber zum Teil auch nicht zu Recht,
über die deutsche Erinnerungskultur. Und das ist ja schon interessant, dass wir erstens über eine Kultur sprechen des Erinnerns und zweitens, die jetzt deutsch ist. Weil wenn man sich die Anfänge dieser Erinnerungskultur anschaut, die waren nicht unbedingt deutsch und die waren auch nicht Teil einer Mehrheitskultur, sondern das waren meistens sehr widerständige Stimmen von Einzelnen, von Menschen, die nicht gehört wurden, die Bücher geschrieben haben, die niemand verlegen wollte, die Vorträge gehalten haben, die keiner hören wollte, die erzählt haben und alle haben sie korrigiert oder ihre Stimmen als zu subjektiv, als zu wenig objektiv, gerade hier in Deutschland, auch von der deutschen Geschichtswissenschaft beschrieben. Und das waren Menschen, die einfach weiter widerständig sich dafür eingesetzt haben, häufig eben nicht deutsch waren, häufig aus einem anderen Blick auf diese unglaubliche Geschichte der Zerstörung, der Vernichtung hier in Deutschland geschaut haben. Und das ist Teil unserer allgemeinen Kultur geworden. Das ist ein unglaublich interessanter Prozess. Und da sieht man, wie sehr Erinnerung ein Vorgang ist, der immer in Bewegung bleibt, den man nicht isolieren kann, den man auch nicht nationalisieren kann, der immer im Austausch bleiben muss und der auch immer in Bewegung bleiben muss. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir es mal geschafft, jetzt wissen wir, wie man richtig erinnert, ist was passiert und es ist alles wieder anders. Und das ist, glaube ich, extrem spannend und da auch im Gespräch zu sein. Es sind einige von meinen Studierenden da. Wir haben gerade ein tolles Seminar abgeschlossen zum Thema der Erinnerung an Gewaltgeschichte, gerade im öffentlichen Raum, gemeinsam mit Studierenden der Kunstakademie. Und da passiert wahnsinnig viel Kreatives, Offenes, Zugewandtes. Und damit beschäftige ich mich. Und es ist wirklich, wie Sie gesagt haben, es ist was sehr zentral, was uns alle sehr zentral beschäftigt. Vielen Dank. Also ich komme eigentlich ja aus der frühen Neuzeit und dem 19. Jahrhundert, beschäftige mich aber schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit der jüngsten europäischen und auch deutschen Zeitgeschichte, also der gegenwartsnahen Zeitgeschichte kann man sagen, die dann auch sehr viele Brücken schlägt tatsächlich zur Gegenwart. Ich habe aber jetzt in den letzten 12 Monaten den ernsthaften Versuch gemacht, auch nochmal was anderes zu machen und habe ein Buchprojekt über die Geschichte Deutschlands in einem gewissen Vergleich von 1871 bis 1945, mehr im Sinne einer Problemgeschichte. Und dahinter steht schon auch die Frage nach dem Datum 1933, also bezieht sich ein bisschen auf das Zitat, was Sie vorhin vorgelesen haben. Und das beschäftigt mich jetzt schon ziemlich intensiv, sofern ich überhaupt Zeit habe dafür. Das ist das Grundproblem. Und naja, also muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Es ist jedenfalls sehr spannend. Ich bewege mich im Augenblick tief im 19. Jahrhundert. Dankeschön. Ja, ich würde ganz gern unseren Untertitel aufgreifen und würde vielleicht doch mal ganz fundamental fragen, können wir eigentlich aus der Geschichte lernen? Man spricht ja häufig von den Lehren aus der Geschichte. Der Bundespräsident beispielsweise hat es gestern, das ist nun das nächstliegende Beispiel, zeitlich nächstliegende Beispiel, natürlich mit Blick auf die bundesdeutsche Verfassungsgeschichte von den Lehren aus Weimar gesprochen. Gut, das ist nicht neu, dieses Thema, aber auf der anderen Seite gibt es so viele erschreckende Dinge, vom Ukraine-Krieg bis zur Reichsbürgerbewegung, wo man sagen kann, hat man da irgendetwas gelernt oder sind wir verurteilt, bestimmte Dinge immer zu wiederholen? Wie sehen Sie das? Ja gut, also das ist natürlich ein sehr großes Thema. Ich würde gerne eins vorwegschicken. Es gibt ja, wenn man Geschichte als Wissenschaft betrachtet, eine doppelte Wurzel, wenn man so will. Es gibt auf der einen Seite eine Geschichtswissenschaft, die glaubte, die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte wissenschaftlich erkennen zu können und damit im Grunde sehr schnell der Versuchung erlag, eine rein gegenwartsbezogene oder auf die Gegenwart hinzulaufende Geschichte zu erforschen und die dann auch für in gewisser Weise notwendig, weil nämlich gesetzeskonform zu halten. Das ist jetzt etwas schlagwortartig, aber das ist, wenn man so will, das Erbe der Aufklärungshistoriographie.
Und da gibt es auch viele große Namen, die das vertreten haben. Das ist eben nicht der Historismus oder die historische Schule, wie sie in unserem Bereich natürlich von Leopold von Ranke als Ikone gewissermaßen begründet worden ist, die nämlich sehr viel stärker individualisierend vorgeht. Und ich meine, es gibt den berühmten Satz von Ranke, jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. Das heißt, jede Epoche ist individuell und muss mit ihren adäquaten Vorverständnissen auch untersucht werden. Und ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist, wo man steht, wenn man diese Frage, können wir aus der Geschichte lernen, beantwortet. Wenn ich nämlich an einen gewissermaßen erkennbaren Verlauf an der Geschichte glaube, dann werde ich sagen können, ja, ich kann natürlich daraus lernen, weil ich auch genau weiß, wo ich heute stehe und warum das historisch gewachsen ist. Wenn ich aber sage, jede Epoche ist individuell, dann kann sie kontingent sein. Wir neigen heute sehr stark auch Kontingenzen, Zufälligkeiten in der Geschichte zu betonen. Und dann werde ich sagen müssen, naja, also so viel weiß ich eigentlich dann doch nicht über meine eigene Gegenwart, was ich aus der Geschichte ziehen kann. Nach meinem Eindruck ist sowohl die eine verabsolutierte Richtung wie die andere, glaube ich, inadäquat. Die Methodendiskussion, wir haben, glaube ich, keine sehr intensive Methodendiskussion im Augenblick im Fach, aber sie geht schon dahin, die Dinge auch zu versuchen zu vermitteln. Also Kontingenzen sind wichtig. Jeder Determinismus in der Geschichte wird eigentlich abgelehnt, zu Recht. Der ist auch gefährlich, weil man dann eben auch leicht sich vor den Karren von Ideologen spannen lässt. Aber an die reinen sozusagen Zufälligkeiten und völligen Nicht-Kausalitäten in der Geschichte zu denken, das, glaube ich, funktioniert auch nicht. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass man sehr vieles erkennen kann und auch eine ganze Menge, wenn man so will, von analogen Potenzialen in der Geschichte entdeckt, die für die eigene Gegenwart wichtig sind. Aber so viel man davon, und wir haben jetzt jede Menge davon, was eben nicht funktioniert, ist, dass einem die Geschichte irgendwie die Entscheidung in der Gegenwart abnehmen würde. Das definitiv nicht. Also wie wir zum Beispiel mit einem Aggressor wie Putin heute umgehen, ist eine politische, militärische, was weiß ich, Entscheidung, die uns die Geschichte überhaupt nicht abnehmen kann. Die ist singulär, die ist individuell. Und naja, da bedarf es dann eben anderer Entscheidungsträger. Da kann die Geschichte natürlich Orientierung geben. Sie kann sagen, ja, da gibt es Analogien oder analoge Potenziale in der Geschichte, über die man reden kann, vielleicht auch Lehren aus der Geschichte, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also die Gegenwart ist immer wieder das Neue, das muss man ganz klar sagen. Und insofern hat man sich dann auch mit dem Neuen auf immer wieder neue Art und Weise auseinanderzusetzen. Ja, also ich erlebe das immer wieder, dass Leute bei uns ins Museum kommen und genau die Frage stellen und vor allem die Frage stellen, wiederholt sich Geschichte jetzt? Und wir haben es ja jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine, Sie hatten es schon erwähnt, erlebt, dass dann auch in den Zeitungen der viel gescholtene Vergleich plötzlich ganz schnell gemacht wurde und Putin dann der neue Hitler wurde. Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis von Menschen in den historischen Ereignissen ein Muster zu erkennen, das die Gegenwart erklärt, das sie nicht 1:1 abbildet, aber das in irgendeiner Form hilft, zu verstehen, wenn man eigentlich nicht versteht, was gerade passiert. Und ich glaube, das geht vielen so und das hat die Pandemie natürlich nochmal verstärkt, dieses Gefühl, dass irgendwo auch ein sozialer Zusammenhalt zusammengebrochen ist, dass sich da was auflöst, dass es ja so viele Öffentlichkeiten inzwischen gibt. Es gibt sozusagen die analoge Öffentlichkeit, aber es gibt ganz viele verschiedene digitale Räume, in denen ganz andere Dinge passieren, in denen eine andere Art von Mitspracherecht, aber auch von Aggressionspotenzial liegt, die wir vorher so nicht erlebt haben. Und es gibt natürlich momentan unglaubliche Kämpfe, die gefochten werden um Deutungen von Geschichte.
Und die sind für manche Menschen existenziell. Also wenn jetzt in Florida Kollegen, die über die Geschichte des Rassismus an den Unis unterrichten, jetzt sozusagen vor Gericht dafür kämpfen müssen, dass sie überhaupt noch über die Geschichte des Rassismus sprechen dürfen, hat das für sie eine existenzielle, ich meine auch sagen, für viele Menschen natürlich auch für ihre Identität eine existenzielle Bedeutung. Es hat auch eine existenzielle Bedeutung, wenn Putin in einen Krieg zieht, mit der Argumentation, er kämpfe gegen Nazis und man sich in Europa fragt, wie kann er das, wer glaubt ihm das? Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wie viel wir übersehen haben in unserer deutschen Erinnerungskultur darüber, was in Russland passiert ist und wie der Zweite Weltkrieg in Russland erinnert wurde und vor allem, dass in jedem russischen Dorf ein Friedhof ist, wo jemand begraben ist oder viele Menschen begraben sind, die in diesem Krieg gestorben sind, dass man dann die Leute sehr schnell davon überzeugen kann, dass da irgendwo noch Nazis sitzen, gegen die man kämpft. Also dass man mit Geschichte wahnsinnig viel bewegen kann. Jetzt leider häufig auch in eine sehr destruktive Richtung, aber auch in eine positive Richtung, dass Gruppen, marginalisierte Gruppen einfordern, dass ihre Geschichte erzählt wird und das auch mit einem Verweis darauf machen, was passiert, wenn man das nicht macht. Also dass eine Homogenisierung von Geschichtserzählungen auch ein negatives Vorbild sein kann. Ich glaube, das ist auch eine Form des Lernens aus der Geschichte, wenn man sie denn will. Darf ich da ganz kurz was dazu sagen? Ich glaube, was man aus der Geschichte tatsächlich auch lernen kann, und das ist ein Gegenwartsthema, ist, dass in einer solchen diffusen Situation, auch sehr fragmentierten Situation, in der wir uns heute befinden, Sie haben das erwähnt, die Gefahr in der Tat von Kulturkämpfen besteht. Und ich sage bewusst die Gefahr, denn ich glaube, in dem Augenblick, wo sich unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft nicht mehr miteinander verständigen können, sondern sich nur noch bekämpfen und im Extremfall in die eine oder andere Richtung es darum geht, den anderen gewissermaßen zum Schweigen zu bringen. Wir haben ja diesen Begriff der Cancel Culture in dem Zusammenhang. Und das geht ja in ganz unterschiedliche Richtungen. Dann glaube ich, sind wir an der Schwelle zu Kulturkämpfen. Und wir wissen das aus der Geschichte natürlich zuhauf, dass Kulturkämpfe für die politische, gesellschaftliche Kultur eines Landes oder einer Gesellschaft höchst problematisch sind. Also ich bin der Meinung, das ist zum Beispiel etwas, wo man wirklich auch gegensteuern kann, durch die Schaffung von Foren oder durch die Schaffung von, naja, im weitesten Sinne Kommunikation, um eben tatsächlich aus Kulturkämpfen Kulturdialoge zu machen, um es so zu formulieren. Aber das ist eine Daueraufgabe, wo natürlich die Geschichtswissenschaft ebenso als Wissenschaft gefragt ist, wie die Erinnerung, die Träger der Erinnerungskultur, was ja nicht das Gleiche ist. Ne? Ich glaube, das Wichtige ist wirklich aber, dass man ja also da nur gegensteuern kann, wenn man wirkliche Teilhabe anbietet. Also wenn man nicht Menschen sozusagen dazu auffordert, zu irgendeinem Thema Ja oder Nein zu sagen, sondern wenn man tatsächlich eben Teilhabe anbietet an der Erzählung von Geschichte, aber eben auch an Entscheidungen zur Gegenwart. Und das ist ja manchmal das Schwierige, ne? Also auch diese Vielfalt anzunehmen, in der wir leben, die eben auch mit vielfältigen Geschichten verbunden ist. Also ich fand das sehr spannend, dass jetzt in diesem Jahr man sehr viel von unterschiedlichen Erfahrungen gelesen hat, dass zum Beispiel Menschen, die vor dem Jugoslawienkrieg geflüchtet sind, zu Flüchtlingen wurden, zum ersten Mal ihre Geschichte so richtig erzählt haben. Oder dass man zum Beispiel, ich bin in Österreich aufgewachsen, für mich war der Krieg in Jugoslawien damals sehr nah, dass es ganz viele Medien gab, die gesagt haben, es gibt zum ersten Mal Krieg in Europa seit 1945. Man hat sich gedacht, Moment mal, bisschen selektive Wahrnehmung. Es gab einen Krieg in Europa, der massive Einschnitte sozusagen verboost hat und eben diese tatsächliche Teilhabe dann auch. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben jetzt beide sehr differenziert auf meine Frage geantwortet, auch die beiden Bereiche dargestellt. Auf der einen Seite Determinismus, auf der anderen Seite natürlich Kontingenz, das gerade Geisteswissenschaftler ich natürlich als Signatur der Moderne ausgeben. Sie haben auch jetzt von dem selektiven Blick gesprochen, der so etwas in der Tat auszeichnet. Kann man eigentlich das, was wir aus der Geschichte lernen können, kann man das zu einer Vermittlungsaufgabe machen und wie könnte man das relativ niederschwellig machen, um Leute dazu zu bringen, aus der Geschichte zu lernen?
Ich sage da jetzt mal was dazu, weil das so ein bisschen unsere Aufgabe ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich erlebe das häufig, wenn ich jemandem erzähle, wo ich arbeite, dann sagen die Leute, so Münchnerinnen und Münchner, ja toll, toll, dass es das gibt. Dann sage ich, ja, waren Sie schon mal da? Nö, ich war da nicht da. Aber ich finde es ganz toll. Und das ist ja immer toll, dass die Leute das sagen, dass sie finden, dass das gut ist, dass München jetzt irgendwie 2015 irgendwie mehr oder weniger 3 Jahrhunderte nach Kriegsende einen Ort hat der Erinnerung. Wunderbar, ich weiß. Und an einem so zentralen Ort. Aber die Frage ist immer, für wen ist das Thema relevant und wem können wir vermitteln, dass es relevant ist? Und in einer Stadt wie München, der 50% der Bevölkerung nicht Deutschen, nicht Herkunftsdeutsch, nicht, ich weiß nicht, wie man sagt, sozusagen die, jetzt sagen wir, nicht in Deutschland geboren sind, sondern unterschiedliche Herkünfte haben, stellt sich die Frage, inwiefern ist dieses Thema relevant? Man kann dann natürlich irgendwie sagen, ja klar, das ist relevant für jemanden, der vor einer Diktatur geflohen ist. Manchmal fühlt sich das Thema dann viel näher an für so jemanden, als für jemanden, der in Deutschland groß geworden ist, in einer Demokratie. Und da ist man eigentlich schon mitten in der Vermittlung, nämlich bei der Frage, welche Rolle spielt es im Leben von jemand, der heute jung ist, in Deutschland ist, in dieser Demokratie in Deutschland lebt, sich ein Mitspracherecht wünscht, dann eben Fragen anzusprechen wie also jetzt Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das sind alles Themen, die für Menschen extrem relevant sind und die sich auch vermitteln lassen. Jetzt ist die Frage immer, wie vermitteln wir jetzt Gewaltgeschichte? Vermitteln wir die, indem wir über die Gewalt sprechen? Das ist jetzt der klassische Weg, so arbeitet auch unsere Dauerausstellung über die Strukturen, die zu der Gewalt führen und die Gewalt dann sozusagen bezeichnen, abbilden oder vielleicht auch darüber, was man verloren hat durch einen bestimmten Prozess. Also jetzt so als Beispiel, wir haben momentan eine Ausstellung, in unserer Dauerausstellung ist sozusagen die Geschichte der einzelnen verfolgten Gruppen nur sehr knapp erzählt. Und daraufhin wurde dann in Wechselausstellungen eben diese Geschichte nochmal nacherzählt, auch die Stimmen, die Perspektiven der jeweiligen Gruppen abzubilden. Und das Thema, das bislang noch nicht behandelt wurde, war eben die Verfolgung der Homosexuellen oder eben LGBTIQ. Es waren ja nicht nur Homosexuelle, die verfolgt wurden im Nationalsozialismus. Und wir haben dann einen Perspektivwechsel vollzogen und eine doch recht radikale Änderung vorgenommen und gesagt, wir erzählen nicht nur die Geschichte der Verfolgung, sondern wir erzählen auch, was vor der Verfolgung war. Also auch die Geschichte der Vielfalt, das, was da war, was in den 20er Jahren sichtbar war, dass zum Beispiel die Sexualwissenschaft eine deutsche Erfindung war, dass Magnus Hirschfeld und seine zumeist jüdischen Kollegen in Berlin gearbeitet haben und mit ihnen, mit ihrem Gang ins Exil, das Thema in Deutschland erstmal für lange Zeit weg war. Oder dass eben auch die Sichtbarkeit von LGBTIQ, von queeren Lebensentwürfen ab 1934 vor allem nicht mehr da war. Das war auch die Leute, die nicht ins KZ geschickt wurden, haben ihre jegliche Äußerung, jegliche Ästhetik, Kunst, was auch immer damit verbunden war, nur mehr im Verborgenen oder gar nicht mehr erleben können. Lebensentwürfe, die sozusagen damit aufgelöst waren. Und es war extrem interessant zu sehen, wie Menschen auf die Ausstellung reagieren. Also dass es eben darum geht, sozusagen, dass auch komplexe Geschichten, schwierige Geschichten bis heute, also die ja bis heute mit sozusagen struktureller Ausgrenzung oder Diskriminierung in vielen Ländern und auch Gewalt hier in Deutschland immer noch konfrontiert sind, dass man diese Geschichte auch nochmal anders erzählen kann, nämlich auch als eine Geschichte des Verlustes und der Leerstellen. Und das ist, Sie hatten vorhin über die Lehren aus der Geschichte gesprochen, es ist halt oft auch eine Frage der Leerstellen und der vielen Dinge, die wir vergessen haben, die wir nicht erzählt haben, die
auch gerade jetzt durch den Nationalsozialismus, aber natürlich auch in anderen Kontexten aus dem Bewusstsein gelöscht wurden. Bücher, Kunstwerke, Erzählungen, Biografien, die verschwunden sind, die nie wieder aufgetaucht sind, die nie erzählt wurden. Und auf die Art und Weise, glaube ich, kann man eben diese Form von Teilhabe und von Relevanz für unterschiedliche Gruppen schaffen. Und dann ist man schon mitten in einer ganz guten Vermittlung. Also ich glaube, es kommt bei der Frage, die Sie gestellt haben, auf zweierlei an. Das erste ist, jedes Lernen aus der Geschichte bedarf auch einer Fragestellung. Das heißt, man muss konkret überlegen, was will ich eigentlich vermitteln? Und was Sie sagen, ist natürlich dieses weite Feld auch der Lehrstellen, derer, die sich nicht in die Geschichte sehr stark eingeschrieben haben, die gewissermaßen wiederentdeckt werden wollen oder wenn es um längere Traditionen gibt, eben ihre Geschichte auch erzählen wollen. Dann ist das eine ganz klare Fragestellung, an der man arbeiten kann und sollte. Andere Fragestellungen betreffen das, was jetzt gerade ja sehr engagiert getan wird, schon lange getan wird, muss man sagen, die Stützung, die kulturelle Stützung der Demokratie, die Abwehr von Gewalt und früher hätte man gesagt Totalitarismus, heute sind es andere Begriffe. Das ist auch eine konkrete Fragestellung. Also ich finde ganz besonders schwierig den Begriff, den Sie genannt haben, niedrigschwellig. Das ist die große Herausforderung, denn wir haben ja, man muss schon sagen, im Bereich der politischen Bildung, die ja auch häufig historisch-politische Bildung ist, wenn man etwa an die Bundeszentrale für politische Bildung oder an die Landeszentralen denkt, an die vielen, vielen Medien, die da unterwegs sind, wahrscheinlich über die Jahrzehnte einen Milliardenaufwand an Vermittlung von historischen Kenntnissen und historischer Orientierung und so weiter. Und wenn man sich die politische Entwicklung der letzten 10 Jahre anguckt, muss man die Frage stellen, wie effizient das eigentlich gewesen ist. Und da gibt es eine Auseinanderentwicklung, glaube ich. Auf der einen Seite einen sehr hohen Aufwand unseres demokratischen Staates, seine eigenen Grundwerte, auch seine Verfassung, auch gerade im Grundrechtebereich, aber auch im Organisationsstatut zu fundamentieren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt doch seit ungefähr 10 Jahren eine tendenziell, naja, wenn man mit dem Begriff des Verfassungsschutzes sprechen will, unter Rechtsextremismusverdacht stehende politische Partei und alles drumherum und so weiter. Also was ist sozusagen dann die Frage der niedrigschwelligen Erreichbarkeit eines größeren Publikums? Und ich glaube, dass man die gar nicht so allgemein stellen kann. Also ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass man manchmal auch aufpassen muss, dass man das Publikum nicht unterschätzt, unterfordert. Also so Thema leichte Sprache und so, einfache Sprache oder wie viele reduziert man von der Komplexität, dann hängt es von den Begleitinstrumentarien ab. Die Schule ist ein Thema, über das man sehr lange diskutieren kann. Also ich glaube, man muss einfach spezifisch nach Zielgruppen fragen und dann überlegen, was gemacht werden kann. Wobei man auch unterscheiden muss zwischen einem Lernen aus der Geschichte, wo der Adressat oder die Adressatin sich betroffen fühlt, also wo ein unmittelbarer Betroffenheitsfaktor eine Rolle spielt, oder wo es gewissermaßen ein abstrakter Lernort ist, wo es um allgemeine Dinge geht, die nur indirekt einen betreffen. Das ist ein, glaube ich, großes didaktisches Problem. Denn im ersteren Fall kann ich möglicherweise einfach Geschichten erzählen, ja? Was ja häufig gemacht wird, auch in Ausstellungen, Museen oder auch in der Literatur, in den Medien werden häufig ja Geschichten erzählt. Ich glaube, dass das ein wichtiges Format ist, aber es ist nicht das einzige. Ich glaube, die Abstraktionsfähigkeit sollte, wo immer es geht, auch eingeübt werden. Und dazu bedarf es allerdings großer Anstrengungen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also ein Generalrezept, glaube ich, gibt es da nicht. Ich würde jetzt aber nochmal die Frage stellen, was wäre, wenn nicht so viel Geld in die historisch-politische Bildung investiert worden wäre? Und ich glaube, da wären wir ganz woanders. Und man sieht es ja auch an einigen anderen Ländern, wo genau das ja auch eine große Frage ist, ne? Dass man eben
auch in Europa, ne? So die Mitverantwortung im Zweiten Weltkrieg. Also der letzte französische Wahlkampf war ja letztlich auch ein Kampf um die Geschichte, ne? Nämlich um eine Erzählung, inwiefern sozusagen Vichy überhaupt eine Mitschulderzählung ist oder nicht. Ne? Das sind ja schon auch so Fragen, ohne dass ich jetzt sagen will, dass wir jetzt in Deutschland alles richtig machen. Also ich habe natürlich nicht gesagt, dass wir so viel Geld ausgeben, mit Sicherheit nicht. Ich wollte was Positives ja. drehen. Sagen, da ist ja auch viel Gutes gelaufen und ich sehe jetzt gerade so in diesen ganzen Einrichtungen und auch Fördereinrichtungen, die ja viel an Steuerung mitmachen, also gerade die Bundeszentrale, aber auch die Landeszentrale und die Bundeskulturstiftung, die wahnsinnig viel Engagement in neue Formen der Vermittlung, seien es Computerspiele oder Comics oder auch andere Themen, andere AutorInnen und da tut sich ja schon sehr viel. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass da nochmal ganz neue Ebenen aufgemacht werden und also auch durchaus komplex, vielleicht in der Ästhetik oder in der Darstellungsform anders, aber jetzt nicht weniger komplex, also sozusagen vielleicht ein bisschen weg von dem, wie wir Geschichte, also wie ich auch Geschichte noch studiert habe, aber durchaus auch in einer großen Vielfältigkeit. Und ich glaube, da gibt's eine große Offenheit, auch bei jungen Leuten da auch mitzumachen. Meine Frage, die sich bei mir immer stellt, eben bei der Vermittlung und auch bei der Frage der Niederschwelligkeit, ist tatsächlich wirklich, wenn es sozusagen um diese Weitergabe von, sagen, also es gibt jemanden, der ist wissend und der gibt weiter und der andere rezipiert. Ne? Das ist ja auch so, wie unser Schulsystem funktioniert. Da muss ich sagen, habe ich inzwischen manchmal große Zweifel. Ich habe den Eindruck, dass es eigentlich besonders dann gut funktioniert, wenn man sich etwas erarbeitet. Wenn man ein Thema entwickelt, wenn man sich etwas erarbeitet, wenn man eben nicht diese klassische sozusagen Wissensvermittlung betreibt, sondern die Leute anregt, eben selbstständig auf diese vielen, also wir haben ja unglaublich tolle Bibliotheken, Sammlungen von Aufzeichnungen, von Interviews mit Überlebenden, egal zu welchem Thema. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Sich da was zu erarbeiten, das macht ganz viel, das macht den großen Unterschied. Also ich bin sehr skeptisch. Also wenn die Schulen kommen und dann sagen, jetzt im Lehrplan steht irgendwie ein Rundgang im Dokuzentrum, 90 Minuten, einmal eine Schulklasse durch, dann denke ich mir immer, Mensch. Also, ich weiß nicht, wir würden die Diskussion sehr schnell umdrehen, wenn wir über die Schule diskutieren. Trotzdem würde ich völlig zustimmen, das forschende Lernen sozusagen, das ist ja auch ein wirklich, kann man sagen, fast alter Hut, dass das am intensivsten wirkt. Aber dafür braucht man Zeit. Ja, dafür braucht man Zeit und es gibt jede Menge interessanter Schulprojekte von engagierten Lehrern, in der Geschichte meine ich jetzt, die dann da auch was geschafft haben, wo dann am Ende tatsächlich Projekte stehen, auch gedruckt oder bebildert, wo man sagen kann, ja, oder davon ausgehen kann, dass die Schüler da wirklich was gelernt und auch verstanden haben, auch exemplarisch von der Geschichte. Aber dafür braucht man Zeit und dafür braucht man auch natürlich die Lehrer, die das dann auch machen wollen. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Es ist etwas einfacher, 90 Minuten mit der Klasse ins NS-Doku-Zentrum zu gehen, als über mehrere Wochen hinweg so ein Projekt zu machen im Unterricht. Also, aber da liegen Chancen. Also ich bin auch überhaupt, also Stichwort nochmal Niedrigschwelligkeit, ich bin schon der Meinung, und das hängt aber an der Kompetenz auch derer, die das machen, die Quellen sprechen. Als Historiker würde ich sagen, muss man da extrem dran festhalten. Die Quellen sprechen und die Quellen können auch unmittelbar sprechen. Man muss nicht einen riesen theoretischen oder empirischen Aufwand betreiben unbedingt, um überhaupt mit Quellen was anfangen zu können. Manchmal können Quellen ganz unmittelbar sprechen und brauchen gar nicht so viel Kontext. Und ich bin der Meinung, dass das zu wenig gemacht wird, auch in der Vermittlung. Man müsste vielleicht darüber nachdenken, welche Formate des Quellensprechen-Lassens, übrigens auch als Hörerlebnis, was man da verbessern könnte oder mehr machen könnte. Denn die Quellen haben eine gewisse Authentizität, wenn man so will, die eben unmittelbar auch geronnene Erfahrungen auch sind, mit denen man sich dann auch manchmal durchaus identifizieren kann. Das hängt natürlich davon ab, welche Quellen und so weiter, aber das ist halt eine Aufgabe, an der man arbeiten kann.
Das würde ich ganz gerne direkt aufgreifen. Sie haben jetzt gesagt, die Quellen sprechen lassen. Wir hatten am 20. Januar, also genau eine Woche, der Termin war ja bewusst gewählt vor dem 27. Januar, der Gedenktag Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, hier eine große Informations- und Austauschveranstaltung eines Projekts der Kollegin Ballis und des Kollegen Glö, LEDIZ mit Namen. LEDIZ ist die Abkürzung für Lernen aus digitalen Zeugnissen, und in diesem Projekt versucht man der Situation zu begegnen, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, weil die Zeitzeugen sterben, und dann versucht man Zeitzeugendokumente jetzt nicht nur einfach zu archivieren, also in Dokumente zu verwandeln, sondern mit Hilfe moderner digitaler Techniken der KI sie so zu archivieren, dass man sie wieder zum Sprechen bringen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es werden Interviews entsprechend eingespeichert, und dann kann man mit den Zeitzeugen, selbst wenn sie nicht präsent da sind, kann man sich über die KI unterhalten. Man kann ihnen Fragen stellen und bekommt dann doch recht zielsichere Antworten. Das wäre jetzt meine Frage. Also es gibt tatsächlich immer weniger sprechende Zeitzeugen, Zeitzeuginnen. Wenn wir von der NS-Zeit sprechen. Bitte? Wenn wir von der NS-Zeit sprechen. Ja. Wenn wir von zum Beispiel der Wiedervereinigung sprechen, da gibt es inzwischen ganz viele Zeitzeugen, die was sagen wollen. Ja, okay, gut. Nee, also ich meinte jetzt aber Die tatsächlich, NS-Zeit, ja. Das, was uns jetzt natürlich auch bewegt, also 100 Jahre Hitlerputsch, 90 Jahre Machtergreifung, 80 Jahre Ermordung der Geschwister Scholl und der Mitglieder der Weißen Rose. Da ist dieses Problem gegeben. Wir laden ja auch immer die Angehörigen der Familien, der Mitglieder der Weißen Rose ein. Was sehr schön zu sehen ist, natürlich die Zeitzeugen werden weniger, aber dafür kommen Kinder und Kindeskinder immer noch zu uns an die Universität. Das ist ja sehr schön, aber die Umbruchssituation ist ja, was diesen Zeitraum angeht, da. Ja, also wir hatten das LEDIZ-Projekt bei uns auch in einer Erprobungsphase in einer Ausstellung gezeigt, nämlich eine Ausstellung zum Thema Ende der Zeitzeugenschaft, Fragezeichen. Es gibt einige Kolleginnen, die das sehr kritisch sehen, also die mit diesen neuen Formen, jetzt sind sie ja schon gar nicht mehr so neu, aber mit diesen ursprünglichen neuen Formen sozusagen der digitalen Zeitzeugen gar nichts anfangen konnten. Wir wollten es zeigen, und es war spannend, weil die Studierenden das dann auch immer vorgestellt haben, weil ich glaube, man muss das kontextualisieren. Also man kann nicht einfach sozusagen diesen digitalen Zeitzeugen, Zeitzeuginnen hinsetzen und sprechen lassen oder Fragen beantworten lassen. Man muss es kontextualisieren und dann auch sich der Frage stellen, warum machen wir das jetzt gerade? Was halten wir da fest? Die Zeitzeugen sind ja, also das ist ja eine Form des Erzählens, die erstmal entstanden ist in Gerichtsprozessen. Und das, was wir jetzt erleben, und da gab es vor 2 Jahren einen Gerichtsprozess in Polen gegen 2 HistorikerInnen, Barbara Engelking und Jan Grabowski, auf Basis dessen, dass ein Zeitzeugendokument vorlag, aber der Zeitzeuge selber nicht mehr gelebt hat. Und dann in dem Gerichtsprozess den beiden Historikern vorgeworfen wurde, dass sie eben sozusagen polnische Kollaboration thematisieren würden, jetzt aber diese Figur des juristischen Zeitzeugen nicht mehr da war. Und das ist natürlich die Frage, die uns schon noch beschäftigt, was passiert da? Also wenn man davon ausgeht, sozusagen 100 Jahre, ein Säkulum für die Etrusker war das auch die Zeit sozusagen, also 100 Jahre lang wird diese lebendige Erinnerung gepflegt, danach kommen die nächsten 100 Jahre. Ne? Also wir wissen alle, da passiert jetzt was, da verschiebt sich was. Es sind nur mehr sehr wenige, die erzählen und die sprechen können. Was passiert dann danach? Es gibt so ein bisschen eigenartige Gruppen wie Zweitzeugen, die dann eben die Geschichte der Zeitzeugen sozusagen adoptieren und erzählen. Aber Sie haben es schon gesagt, es gibt erstmal die 2. und 3. Generation. Die 2. Generation hat viel zu erzählen. Und die Interviewprojekte mit der 2. Generation sollten in Anbetracht der Tatsache, dass die auch nicht mehr jung sind, eigentlich schon viel weiter sein. Also da werden wir mit Sicherheit jetzt mehr uns damit beschäftigen. Das ist eine Frage. Und ja, die andere ist natürlich die, dass die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocausts in die historische Distanz rückt, und es passiert auch eine Historisierung dieser Geschichte.
Es muss nicht unbedingt schlecht sein oder schwierig sein. Ich glaube, wir müssen einfach damit umgehen. Und die Frage ist auch immer, was ist die Nachgeschichte? Sie hatten das schon erwähnt, Herr Wirsching, welche Zeitzeugen, die Tatsache, dass zum Beispiel die Geschichte rechtsextremer Gewalt in Deutschland seit 1945 erst in den letzten 2-3 Jahren erzählt wird. Also zum Beispiel Ronen Steinke mit seinem Buch, jetzt Ufa Jensen auch mit einem Buch dazu. Eine Geschichte, die ja eine Kontinuität aus dem Nationalsozialismus bis in die letzten Terroranschläge hat. Also das ist ja ein unglaubliches Phänomen, dass das lange übersehen wurde, dass immer die gleichen Strategien zum Tragen kamen, dass der Mörder von Shlomo Levin in Erlangen, dass man nicht gefragt hat, sozusagen, wo kommt der her, Wehrsportgruppe Hoffmann, sondern man hat gefragt, war das nicht der Mossad? Und beim NSU war es das Gleiche, dass man gesagt hat, na, das war die Clankriminalität, anstatt dass man gesagt hat, da passiert doch was, da ist ein Muster. Und das, glaube ich, ist einfach eine große Verantwortung von Justiz, Polizei und Gesellschaft, nämlich dass nicht die Betroffenen selber, die Opfer rechter Gewalt und deren Angehörige darum kämpfen müssen, dass überhaupt die Gesellschaft damit umgehen kann, dass sie Opfer rechter Gewalt sind. Und das passiert ja bis heute, ne? Und ist eine Kontinuität. In dem Sinn sind wir. Das passiert in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Das ist auch Teil dieser Verantwortung, die wir hier tragen. Also sowohl die 2. und 3. Generation, aber eben auch dann diese Kontinuitäten weiter in diesen Kampf, der ja hier aggressiv geführt wird, für eine homogene Gesellschaft. Die Wahrnehmung sozusagen einer deutsch homogenen Gesellschaft, die immer noch im Raum ist, mal mehr, mal weniger. Also wenn ich nochmal kurz auf die Frage der Zeitzeugen des Holocaust und des NS-Regimes zurückkommen darf, man muss natürlich schon sagen, das ist letztlich eine Quelle. Ja? Und ich würde epistemologisch auch sagen, der Zeitzeuge kann uns nichts über die also streng gesagt jetzt über die Wirklichkeit berichten, sondern er berichtet das, was er für die Wirklichkeit zu einem bestimmten Datum XY aus seiner Erinnerung oder auch aus anderen Quellen eben für wirklich hält. Meines Erachtens sind die Zeitzeugen vor allem deswegen extrem wichtig und man wird künftig bald sagen müssen, wichtig gewesen, sofern sie nicht aufgenommen sind. Also es gibt, ich mache ein bisschen Eigenwerbung im Institut für Zeitgeschichte, haben wir das Visual History Archive, wo also, ich glaube, Tausende von Zeitzeugeninterviews eben auch digitalisiert abgerufen werden können. Also man kann da auch zurückgehen. Trotzdem, ich glaube, dass die entscheidende Leistung der Zeitzeugen war, die atmosphärische Dichte zu transportieren. Es ist halt schon ein Unterschied, ob ich irgendein Buch lese, so gut oder weniger gut das auch gemacht sei, oder jemanden tatsächlich höre aus dem eigenen Erleben über Verfolgung, Gewalt und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Und das ist das große, große Verdienst der vielen, ja, wie viele es waren, ist nochmal dahingesagt, aber der Zeitzeugen in den letzten Jahrzehnten gewesen. Vor allem, seit sie auch wirklich gehört worden sind. Das ist ja auch gar nicht so lange her, muss man sagen. Jetzt wird es die nicht mehr geben. Trotzdem wäre es natürlich, die Frage wird ja sehr häufig gestellt, so nach dem Motto, ach Gott, jetzt sind die Zeitzeugen nicht mehr da, was machen wir denn dann? Das ist natürlich auch eine Question mal posée. Also natürlich kann Geschichte vermittelt werden, auch ohne, dass jemand dabei gewesen ist. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass man irgendwie dabei gewesen sein muss, um was von der Geschichte zu verstehen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern da kann ich mich nur wiederholen. Wichtig ist es für die Akteure, die tätig sind in diesen Bereichen, und da gehört die Geschichtswissenschaft auch dazu, aber alles, was in der Vermittlungstätigkeit tätig ist, das Quellenspektrum zu verbreitern, ja, und neue Techniken auch der Quellenvermittlung, also das Digitale spielt da natürlich eine ganz große Rolle, zu entwickeln, um, sagen wir mal, diese gewisse Authentizität, die Zeitzeugen natürlich transportiert haben, eine Strecke weit auch nicht direkt zu ersetzen, aber zu kompensieren. Und das ist möglich. Das ist gerade bei der Holocaust-Geschichte, also ich habe das Vergnügen, oder ja, Vergnügen ist zweifelhaft,
einer der Herausgeber der 16-bändigen Edition Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zu sein. Und da springt einen auf jeder Seite Material aus der Zeit bis 1945 an, was einem auch immer wieder die Schuhe auszieht. Das muss man wirklich sagen. Also auch wenn man sich lange mit dem Holocaust oder Judenverfolgung beschäftigt hat, findet man immer wieder noch Quellen, die einem wirklich die Schuhe ausziehen. Und daran kann man arbeiten, solche Quellen auch aufzubereiten, um sie dann der Vermittlung ohne Zeitzeugen auch zugänglich zu machen. Und das ist möglich. Das ist ohne weiteres möglich, auch multimedial, multifaktoriell sozusagen. Insofern würde ich diese Sorge, ja, dass es keine Zeitzeugen mehr geben wird, niedriger hängen. Ich glaube nicht, dass das sozusagen den Diskurs beendet, sagt auch so niemand, sondern es fordert unsere Fantasie, glaube ich, heraus, mit neuen Techniken und Methoden vieles zu erreichen. Ich glaube, es ist auch vieles nach wie vor nicht wirklich bekannt. Ne? Also das ist ja viele Geschichten wurden ja lange, als man eben es gab ja lange diese Skepsis den Zeitzeugenberichten gegenüber, wurden ja auch lange nicht gelesen oder übersetzt. Ich meine, die ersten Zeugnisse über den Holocaust sind in den Ghettos selber entstanden, ne? Auf Jiddisch und Hebräisch, wo gesammelt wurde also zum Beispiel im Warschauer Ghetto, das Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto, also Straßenbahnkarten, über Testamente, über Zeichnungen, über Briefe aus Treblinka, über so Dinge wie so ein Zuckerlpapier. Ne? Also alles wurde gesammelt, alles wurde dokumentiert. Das sind natürlich Zeugnisse. Genau. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Zeugnissen, die wie in Warschau etwa gesammelt worden sind, und Zeitzeugen, die dann im Rückblick gewissermaßen über ihre Geschichte erzählen. Wobei sich das ja zum Teil dann auch überschneidet. Ne? Da haben wenige Leute überlebt, aber die konnten das dann nochmal kontextualisieren und einordnen, und das ist ganz interessant. Also viele von diesen Zeugnissen wurden erst in den letzten 20 Jahren überhaupt übersetzt oder mal angeschaut, weil man eben lange die Geschichte natürlich sozusagen aus der Täterperspektive erzählt hat, weil man gesagt hat, das ist sozusagen die Entscheidungsträgerinnen. Ja, also die Holocaust-Forschung generell ist in Deutschland auch international, muss man sagen, aber vor allem in Deutschland eher jüngeren Datums. Ne? Das ist eigentlich erst so seit den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, richtig losgegangen. Ne? Ja, und wenn man also so in den 90ern, wenn man mit den Zeugnissen gearbeitet hat, jetzt aus den Ghettos zum Beispiel, musste man sich rechtfertigen. Ja. Ne? Da gab es dann immer so das sind ja Ego-Dokumente, und die wussten ja gar nicht, was mit ihnen passiert. Und wenn man sich die Dinge dann aber anschaut, also wir arbeiten gerade an einer Ausstellung über das Warschauer Ghetto, die eben nur aus Zeugnissen innerhalb des Ghettos erzählt, was passiert. Von Menschen, die wissen, in dem Moment, sie sind diejenigen, die ihre eigene Geschichte schreiben, weil sich kein anderer dafür interessiert, und wo eben allein der Akt, eine Geschichte zu erzählen, ein Akt des Widerstandes ist. Und ich glaube, das ist das Beeindruckende, und das ist ja auch bei den Zeitzeugen so. Die Zeitzeugen, die als Erste gesprochen haben, die Überlebenden der Konzentrationslager, also gerade die Verbände, die sich dann zusammengetan haben, die internationalen Komitees, das war immer ein widerständiger Akt zu erzählen. Also niemand hat darauf gewartet, dass die Leute erzählen, und dass sie es getan haben, war meistens in irgendeiner Form ein aufrührerischer Akt, was natürlich auch viel von der Kraft der Zeitzeuginnen ausmacht. Wie viel sie auch dafür gemacht haben. Nämlich auch, muss ich ja mal vorstellen, also selbst wenn ich die gleiche Geschichte 100-mal erzähle, und es gibt beeindruckende Aufnahmen, und man sieht, dass Max Mannheimer wirklich in einem Abstand von 10 Jahren bestimmte hochdramatische Geschichten im Wortlaut wiederholt. Das war ja jedes Mal eine Retraumatisierung, wenn ich diese Geschichte wieder erzähle. Ne? Also das macht es ja nicht einfacher. Es gibt so Überlebende wie Abba-Naor, die sagen dann irgendwie zu den Schülerinnen und Schülern, ihr seid meine Psychotherapeuten. Aber das war ja wirklich auch, oder ist für diejenigen, die bis heute noch erzählen, immer wieder schwierig.
Ich will ganz kurz einer Bitte aus dem Publikum nachkommen und nochmal den Namen dieses Projekts, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, wiederholen. Also das Projekt heißt LEDIZ, also wie das deutsche Wort ledig, nur am Ende mit Z, LEDIZ. Das ist die Abkürzung für Lernen aus digitalen Zeugnissen. Das finden Sie ganz einfach, wenn Sie das bei Google eingeben, auch mit LMU dazu. Und die Frage, wann die Ergebnisse eines solchen Projekts einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, das kann ich nicht sagen. Aber googeln Sie einfach das Projekt und setzen Sie sich mit den Projektleitern in Verbindung. Die freuen sich. Die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass ein solches Projekt nicht nur in der Scientific Community, sondern auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Die Pointe des Projekts besteht einfach darin, unterschiedlichste Kompetenzen zusammenzuführen, historische Komponenten, aber dann natürlich auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die es noch gibt, dann die technischen Komponenten mit der KI. Gut, wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen ganz gerne noch eine sehr globale Frage stellen, nämlich zu unserem Hauptbegriff Erinnerungskultur. Sie haben am Anfang gesagt, Erinnerungskultur ist nicht die Institution, die irgendwann mal fertig ist, sondern ist ein Prozess. Wie schätzen Sie denn die Erinnerungskultur in Deutschland ein? Geht die eher zu einer institutionellen Verfestigung in Ritualen über oder ist der Prozess lebendig? Und natürlich, also es gibt wahrscheinlich viele unterschiedliche Erinnerungskulturen und je nachdem, wo sie ansetzen und deutsche Einigung oder nationalsozialistische Vergangenheit sind unterschiedliche Geschichten und die konfligieren vielleicht auch diese Kulturen. Aber vielleicht gestatten Sie mir die Frage dennoch. Also es ist, glaube ich, sowohl als auch. Es gibt natürlich schon eine auch staatlich geförderte Erinnerungskultur, die sich verfestigt hat, die sich auch ritualisiert hat. Ich glaube, das wird man schon sagen können, die sich seit den 80er Jahren, würde ich sagen, allmählich entwickelt hat, die auch übergegangen ist in ein, um mit Assmann zu sprechen, kulturelles Gedächtnis. Also was eben Symbole auch braucht und so. Es ist eine ziemliche Ironie der Geschichte, glaube ich, dass in dem Augenblick, wo die Erinnerung an das NS-Regime, auch an den Holocaust mit Abstrichen, sich in der alten Bundesrepublik allmählich in diese Richtung bewegt hat, die Mauer fiel und natürlich eine ganz andere Erinnerungskultur, auch nochmal mit Assmann gesprochen, stärker im Sinne eines kommunikativen Gedächtnisses, versucht hat, sich einzuschreiben. Und das war die Erinnerung an die kommunistischen Opfer und an die Opfer des Kommunismus. Und das hat natürlich dieses ganze Feld nochmal ungeheuer dynamisiert und es entzieht sich auch, glaube ich, einer klaren Institutionalisierung im Sinne einer Ritualisierung, weil es dazu noch viel zu lebendig ist. Ja. Also die Opfer der kommunistischen Regime hatten ein großes und haben nach wie vor ein großes Bedürfnis, sich in national wie aber auch in europäischem Umfang in das Gedächtnis einzuschreiben. Aber in gewissermaßen einem dialektischen Prozess haben sie eben auch die Diskussion über das Holocaust-Gedächtnis massiv neu befeuert, weil natürlich das ganze frühere kommunistische Europa ist der Hauptschauplatz des Holocaust gewesen. Und die Frage stellt sich dann eben natürlich schon, was ist denn dann genau passiert? Und Sie haben vorhin Engelken Grabowski genannt, also die Frage des Verhältnisses zwischen nationalen Narrativen, die ja sehr stark, das muss man auch sagen, wir leben in einer Zeit, wo es eine sehr starke Renationalisierung der Erinnerungskultur gibt, leider Gottes, aber ich glaube, es ist so. Also wie sich die renationalisierte Erinnerungskultur zur Erinnerungskultur des Holocaust und zur Erinnerungskultur der Opfer des Kommunismus verhält, das ist ein ziemlich umstrittenes Feld seit doch geraumer Zeit. Und da kommt man nicht so schnell zu einer Institutionalisierung. Es gibt Versuche dazu, also nehmen Sie sowas wie das Haus des Terrors in Budapest etwa, wo das schön geordnet in einem relativ klaren totalitarismus-theoretischen Sinne ist. Nicht alles andere als unproblematisch oder andere Felder. Also ich denke, wir sind da schon in einem Feld, was sehr, sehr umstritten ist. Etwas ganz anderes, was man sagen muss, was in Deutschland, glaube ich, auch besonders wichtig ist und wo jetzt sehr viel versucht wird im Sinne der Institutionalisierung, ist die demokratische Erinnerungskultur. Also wir leben natürlich in Deutschland sehr stark von diesem Nie wieder und der gewissermaßen dem Gegensatz zu der
fürchterlichen Geschichte des NS-Regimes. Zu Recht, das ist auch völlig unvermeidlich, das ist auch notwendig, das immer wieder auch aufzuwerfen, diese Frage. Aber es gibt natürlich auch, und gestern war der Bundespräsident da, ich vermute, er hat darüber auch gesprochen, weil er das sehr häufig macht, einen demokratischen Erinnerungsbogen. Es gibt demokratische Traditionen in Deutschland, die weit vor 1949 zurückreichen und auch vor 1918 zurückreichen. Und da gibt es ja nun Anstrengungen, die ich eigentlich befürworten würde, dass man Orte der Demokratie definiert und die dann auch entsprechend erinnerungskulturell, wenn man so will, ausstattet. Bis hin, dass man eben auch fragt, wie ist denn das in diesen inzwischen doch schon vielen Jahrzehnten bundesdeutscher Demokratie gewesen? Da gibt es ja auch inzwischen Erinnerungsorte, etwa die Politikergedenkstätten oder so, wo man auch viel lernen kann. Ja? Also das ist, würde ich sagen, auch ein wichtiger Punkt, der allerdings schon, glaube ich, da gibt es nicht so viel Grassroot, da gibt es nicht so viel Geschichtswerkstätten, die sich um diese demokratischen Orte kümmern, sondern das ist schon ein stärker Top-Down, nach meinem Eindruck. Und das ist dann natürlich immer die Frage, wie staatsnah das dann ist, wie oktroyiert in Anführungszeichen und wie stark das auch lebendig werden kann. Das ist ein dauerhaftes Dilemma. Aber insgesamt würde ich sagen, wir sind schon in einem, also sowohl national, wenn man jetzt den deutschen Fall nimmt, Frankreich ist ein Thema für sich, kann man auch einen ganzen Abend drüber diskutieren. Und wenn man es europäisch sieht, weil auch die Europäische Union eine Erinnerungskultur entwickelt, sind wir in einem sehr differenten Feld. Vielleicht ein Satz noch. Das Problem bei der Erinnerungskultur ist, dass sie eindeutig sein muss. Ich kann in erinnerungskulturell, und das meine ich jetzt scharf, ich meine jetzt nicht so etwas wie ein Dokumentationszentrum, das ist noch ein bisschen differenter, aber erinnerungskulturell kann ich eigentlich nicht stark differenzieren, wie ist denn jetzt, sagen wir mal, die Täter-Opfer-Relation, welche anderen Täter gibt es auch noch andere Opfer und so weiter, sondern ich brauche eigentlich eine relativ eindeutige Aussage, mit der man dann erinnerungskulturell auch Botschaften vermitteln kann, bis hin zum Ritual in der Tat. Und das ist natürlich ein anderer Modus als der wissenschaftliche. Der geschichtswissenschaftliche neigt ja dazu, wir sagen dann immer, die Wirklichkeit ist nicht schwarz-weiß, sie ist grau in verschiedenen Grautönen und da muss differenziert werden. Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe der entsprechenden Einrichtungen, beginnend von der Wissenschaft bis hin zur Gedenkstätte, sich dieses Problems auch bewusst zu sein, dass die Erinnerungskultur eigentlich, wenn sie wirksam sein soll, hat sie ja was zu tun mit Identität auch, das ist ganz entscheidend. Und dann braucht sie eine Eindeutigkeit der Aussage, die dann natürlich auch wieder diskutiert werden kann. Aber dann fängt die Diskussion an in diesem doch sehr differenten Feld, würde ich sagen. Ja, also das ist jetzt schwierig für mich, da was zu sagen, weil ich sozusagen gewissermaßen die staatstragende Erinnerungskultur repräsentiere. Aber die Herausforderung ist natürlich, also ich sehe das als ein unglaubliches Privileg, sowas machen zu dürfen, also auch die Möglichkeit zu haben, genau das zu tun. Und sehe das dann auch in vielerlei Hinsicht als eine Kultur der Verantwortung, die da drin begründet liegt oder die sich daraus ergibt. Und eine Frage eben, wie entwickelt sich sowas weiter in einer Gesellschaft, die eben ja, immer diverser wird, immer vielstimmiger wird. Also vor 20, 30 Jahren war das noch relativ einfach alles. Inzwischen gibt es viele Foren, viele Ebenen. Und das, glaube ich, ist auch gut so. Und ich glaube, dass die Erinnerungskultur diese Differenziertheit und diese Vielheit nicht nur verträgt, sondern dass sie dringend braucht, weil sie sich sonst irgendwann wird sie in einen Leerlauf geraten. Weil die Frage ist dann sozusagen, für wen reproduzieren wir die Erinnerungen? Mit wem sprechen wir, wer wird da mit einbezogen und also allein die Präsenz sozusagen der unterschiedlichen Opfergruppen oder verfolgten Gruppen, die sich das ja bis zu einem großen Teil selber erarbeitet haben, also sowohl sozusagen die ersten Erzählungen sozusagen aus jüdischer Seite, die ja eben, wie gesagt, in den Ghettos und dann in den DP-Camps und so weiter entstanden sind und erst langsam den Weg in die Mehrheitsbevölkerung geschafft haben.
Und dann irgendwann kam dann auch die Erinnerung an die verfolgten Roma und Sinti oder an Euthanasieopfer oder jetzt eben die LGBTIQ-Opfer zum ersten Mal im Bundestag 2023 erinnert und mit einem großen Backlash auf Twitter und wer weiß wo, nämlich die Frage, ist es überhaupt legitim? Darf dieser Gruppe überhaupt im Bundestag erinnert werden? Und ich glaube, diese Vielstimmigkeit ist jetzt eine große Herausforderung. Und man sieht es ja auch in den Diskussionen über Erinnerungskultur, wo sich alle beteiligen. Also allein sozusagen die Bandbreite jüdischer Meinungen in Deutschland, wenn man sieht, wie klein die jüdische Bevölkerung in Deutschland ist und wie groß die Bandbreite zum Thema Erinnerungskultur, das haben wir ja auch in den Debatten der letzten Jahre auch erlebt, in unterschiedlichsten Gruppen, das ist ja schon auch spannend und da kommt auch was in Bewegung und das ist auch wichtig so. Und die Frage ist ja auch, die sich dann stellt, ob das, was wir uns erarbeitet haben, mit aller Kritik, die man daran haben soll, um da nicht selbstreferenziell sozusagen sich auf die Schulter zu klopfen, inwiefern man damit auch andere Projekte anstoßen, unterstützen kann oder eben auch aus dem, was man gelernt hat, also jetzt auch aus diesen Fehlern, die man im Prozess des Erinnerns gemacht hat. Es gab ja viele Verletzungen, vieles wurde übersehen, viele Menschen haben das nicht als ein positives Projekt wahrgenommen in der ersten, zweiten, dritten Generation und sind sehr kritisch deshalb auch und auch zu Recht. Wie kann man es denn besser machen? Ne? Es gibt jetzt auch ein ganz großes neues Projekt für Deutschland und das ist auch gut so, dass über die koloniale Erinnerung gesprochen wird. Wer spricht? Wie kann man sich auch von dem, das ist ja ein Ort wie das Dokuzentrum, ist ja auch eigentlich als eine bürgerschaftliche Initiative eingefordert worden und umgesetzt worden. Wie kann man auch aus solchen Projekten tatsächlich was lernen oder sich Erfahrungen abschauen? Oder das auch in einem internationalen Kontext. Es gab, Sie haben es vielleicht gelesen, im Dezember im Atlantik, in der amerikanischen Zeitschrift, die Titelgeschichte war sozusagen über deutsche Erinnerungskultur von Clint Smith, einem Autor, der zuvor über Sklaverei in den USA geschrieben hat und der sich die Frage gestellt hat, inwiefern kann die Erinnerung an die Sklaverei oder auch die Präsenz afroamerikanischer Erzählungen in den USA sich auch an diesem deutsch-jüdischen, deutsch-vielfältigen Projekt orientieren und auch von den Fehlern lernen. Und das ist ja schon ein interessanter Prozess, der da passiert. Also vielleicht, wenn ich noch einen Satz anfügen darf. Wir haben in letzter Zeit die Tendenz, dass Erinnerungsinhalte politisch definiert werden oder sogar juristisch definiert werden. Also es gab jetzt im letzten Quartal des letzten Jahres 2 solche Dinge. Der Bundestag hat den Holodomor als Genozid definiert, was bei Osteuropa-Historikern höchst umstritten ist. Ich glaube, die Mehrzahl würde das in Frage stellen, aber das sei mal dahingestellt. Aber was auch gemacht worden ist, ist, dass in einem, was könnte man sagen, unbemerkten Winkelzug der Bundestag mit der Federführung des Justizministeriums das Strafregister erweitert hat, und zwar den Straftatbestand der Volksverhetzung. Ungefähr so, dass also wer Genozide oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet oder gröblich verharmlost, sich der Volksverhetzung schuldig macht. Und dagegen wird man natürlich zunächst mal überhaupt nichts sagen. Wir haben ja auch in Deutschland tatsächlich die Holocaust-Leugnung als zu Recht, würde ich sagen, als Straftatbestand. Trotzdem ist es nicht unproblematisch oder nein, ich würde sogar sagen, es ist höchst problematisch, wenn juristisch, politisch hier der Rahmen immer enger gesteckt wird oder immer klarer gesteckt wird. Das Justizministerium hat argumentiert, nein, das beschränkt auch überhaupt nicht die Forschungsfreiheit. Klammer auf, Frankreich, wo es die Loi Mémorielle schon länger gibt, ist ein Gegenbeispiel dafür, Klammer zu.
Also es beschränkt überhaupt nicht die Forschungsfreiheit, weil ja das dann auch mit Artikel 5 Grundgesetz verrechnet werden müsste, wo die Forschungsfreiheit ja festgeschrieben ist als Grundrecht. Und jedes Gericht würde natürlich das dann auch abzuwägen haben und so. Das ist natürlich grenzenlos naiv, denn in dem Augenblick, wo ein Historiker, eine Historikerin an einer Arbeit sitzt oder was publiziert und es dieses Gesetz gibt oder diesen Straftatbestand, kann man ziemlich sicher sein, dass der auch benutzt wird, ja, für welche Motive auch immer. Und dann gesagt wird, hier macht man eine Strafanzeige und ein Forscher, eine Forscherin, der oder die eine Strafanzeige auf dem Tisch hat, ist in ihrer Forschung mindestens mal beeinträchtigt. Ja. Ob damit die Freiheit der Forschung also gefährdet ist, so weit würde ich nicht gehen. Aber beeinträchtigt ist man schon. Wir haben das gesehen bei dieser doch ziemlich bemerkenswerten Hohenzollern-Debatte, wo ja mit sehr viel Klagepotenzial gearbeitet worden ist. Und das ist natürlich eine Beeinträchtigung der Forschung. Also dieser Weg einer gesetzesmäßigen oder justizmäßigen Definition, was Erinnerungskultur zu sein habe, den halte ich wirklich für höchst problematisch. Also ich bin sehr viel stärker für eine Entstaatlichung und eine zivilgesellschaftliche, auch Selbstverständigung über diese ganzen Konflikte, die es da natürlich auch gibt, oder Vielgestaltigkeit, wie Sie es genannt haben. Und dann ist es auch ein freierer Diskurs. Aber die Ordnung von oben sozusagen, die halte ich für sehr problematisch. Aber wir haben eine Tendenz dazu. Inzwischen gibt es also der Bundestag hat die Armenierfrage als Genozid verabschiedet, neulich die Verbrechen an den Jesiden als Genozid. Und der Genozidbegriff ist für sich genommen auch so komplex und gar nicht so eindeutig, dass ich schon glaube, dass man da echt aufpassen muss, dass nicht immer mehr reguliert wird gewissermaßen, was dann am Ende die zivilgesellschaftliche Dynamik dann auch, würde ich sagen, beschränken würde. Wir haben vor 2 Wochen hier über auch die gesellschaftspolitische Dimension der Corona-Impfung gesprochen. Und da würde ich Sie ganz gerne auf einen konkreten Fall ansprechen. Herr Wirsching, Sie haben gesagt, so eine Erinnerungskultur muss ja eingeführt sein. Und man kann ja sagen, diese Erinnerungskultur hat sich ja entwickelt in der alten Bundesrepublik. Und ich würde sagen, diese Erinnerungskultur gehörte auch zum Selbstverständnis der Bundesrepublik und gehört auch zum Selbstverständnis der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung. Aber ich möchte jetzt an ganz eigenartige Bilder erinnern, die ich nicht begreife. Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration mit dem gelben Stern, wo drauf steht, geimpft. Und ich habe nicht verstanden, wie so etwas möglich ist. Also ist da nicht ein Konsens aufgekündigt worden, also dass man das überhaupt machen kann? Also so rumlaufen, sich so vor Kameras stellen, reißt da eine Lücke ein in unsere Erinnerungskultur und damit auch in einen Konsens, der gesellschaftspolitisch dann nicht mehr gilt. Wie sehen Sie das? Also ich meine, die Instrumentalisierung der NS-Vergangenheit für sehr vordergründige politische Zwecke ist nicht völlig neu. Die ganze Geschichte der Bundesrepublik ist voll von solchen Versuchen. Ich würde aber schon sagen, hier haben wir es mit einer neuen Dimension zu tun. Das ist natürlich der Versuch, über diese Instrumentalisierung die demokratischen Entscheidungsprozesse massiv in Frage zu stellen, zu delegitimieren, auch sozusagen mit dem nötigen aufmerksamkeitsökonomischen Potenzial, was damit verbunden ist. Und, das finde ich am entscheidendsten, es ist eine zynische Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da an sozusagen Parallelitäten suggeriert wird und kann nur meines Erachtens schärfstens bekämpft werden. Auch in dem Fall würde ich sagen, auch wenn es geht, strafrechtlich. Allerdings sagt das jetzt noch nicht so viel über die Corona-Politik aus. Ja. Also das ist möglicherweise, also ich würde sagen, es gab natürlich 2020, 2021 gab es schon eine Tendenz zu einem moralischen Konformismus, auch zur sozusagen sankrosankten Behauptung von der Richtigkeit bestimmter Maßnahmen, wo man darüber streiten kann, ja. Aber das muss man wirklich total auseinanderhalten. Das eine ist ein gesundheits- und infektionspolitisches Thema und das andere ist schlicht Geschichtsklitterung,
eine extremistische Attacke auf den Rechtsstaat und auf parlamentarische und demokratische Entscheidungsprozesse. Und es ist, wie gesagt, eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus. Und das würde ich sagen, also für mich reicht das, um einfach da eine rote Linie zu ziehen. Ob man da durch Diskussion sehr viel erreicht, das wage ich zu bezweifeln. Ja, da stimme ich Ihnen ganz zu. Das, was da passiert, es gibt ja da zwei Ebenen. Also einmal natürlich gab es in der Pandemie viele Leute, sozusagen, für die dieser gesellschaftliche Konsens auch nicht funktioniert hat und wo man sich auch fragen muss, ob vielleicht auch eine Form von Solidarität gefehlt hat, weil manche Leute sozusagen, ja, die einfach mehr gelitten haben als andere und es auch nicht wahrgenommen wurde oder vielleicht nicht so wahrgenommen wurde, wie man wollte. Und wir haben ja die Problematik in Deutschland, dass auch diese extreme Schere zwischen Arm und Reich, die aufgeht und sich durch die Pandemie verschärft hat, natürlich auch nicht hilft. Aber was da passiert ist, ist natürlich eine ganz andere Form der Radikalisierung und das ist einfach das, was natürlich diese Normalisierung, die jetzt nach 10 Jahren AfD, die einfach auch passiert, dass es eine rechtsextreme Partei gibt in den deutschen Parlamenten und eine Normalisierung von rechtsextremen Inhalten und in einer breiten Bevölkerung und die eben auch nicht wahrzunehmen, da nicht entsprechend darauf zu reagieren. Das war natürlich in der Pandemie ganz extrem, wo man dann eben auch festgestellt hat, dass der öffentliche Raum eigentlich dem demokratischen Diskurs in dem Moment verloren ging. Der wurde dann eben besetzt von sehr unterschiedlichen Gruppen, die sich warum auch immer dem angeschlossen haben, aber entweder dem zugestimmt haben oder nicht erkennen wollten, dass sie sich Teil einer rechtsextremen Gruppe machen. Und die Frage ist jetzt, wie man damit umgeht als eine Gesellschaft, dass Menschen eben nach wie vor glauben, sie sind Opfer. Also Opfer sein ist ja auch das ist ja so eine ganz bestimmte Qualität, die man irgendwie für sich entdeckt hat. Aber dass man ihnen offensichtlich nicht zuhört und dass man hier, also ich glaube auch nicht, dass es hier um Diskussionen geht. Es geht vielleicht um die Frage eben auch, welche Art von gesellschaftlicher Solidarität brauchen wir auch nach dieser extremen Fragmentierung. Weil wir müssen ja irgendwo weitergehen. Es ist ja nicht der Sinn der Sache jetzt zu sagen, okay, die einen sind da, die anderen sind da und jetzt, das ist es. Wir müssen ja einen Weg finden, wie man da dann auch gemeinsam über diesen Bruch hinweggeht. Ne? Und das ist ja nicht nur durch die Pandemie passiert, das passiert ja vielerorts, egal ob in Italien oder in Frankreich oder in Polen, dass dieser Bruch in der Gesellschaft passiert und dass man eben nicht mehr miteinander reden kann, dass eben dann solche Kämpfe geführt werden, dass man nicht mehr die gleichen Begriffe verwendet. Ne? Also dass man nicht darüber sprechen kann, dass es einen Klimawandel gibt, weil das schon so hochideologisch ist, ne? In bestimmten Kontexten. Und das ist natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung, die man, glaube ich, nicht übersehen sollte. Ich würde ganz gerne eine Frage auf dem Publikum jetzt aufgreifen, die direkt an das anschließt, was Sie vorhin gesagt haben, im Hinblick auf die Diversität in der Gesellschaft und auf das Diverserwerden der Gesellschaft. Jemand fragt, wie kommen wir an Menschen heran, die nicht in Deutschland geboren sind? Vielleicht könnte man das erweitern, jetzt unabhängig vom Geburtsort, also an Menschen, die andere Familiengeschichten haben, die nicht in so einer Täter- oder Opferperspektive aus der Familiengeschichte erzählt werden. Und wie kann eine Erinnerungskultur für diese Bevölkerung interessant gemacht werden, wenn sie hier leben? Ich glaube, dass man sie gar nicht interessant machen muss. Ich glaube, dass es für viele Menschen absolut auf der Hand liegt, warum das für sie interessant ist. Weil zum einen, weil sie in Deutschland leben als einem oder die Entscheidung getroffen haben oder die Entscheidung getroffen haben, ein anderes Land zu verlassen oder eben hier zu leben als einem Land, das demokratische Werte vertritt und das aufgrund seiner Geschichte tut. Und dann spielt diese Geschichte einerseits eine Rolle, aber andererseits ist eben auch die Frage sozusagen, wie geht Deutschland als Land, als Gesellschaft mit den Geschichten und Erzählungen anderer Menschen um? Also Menschen, die eben jetzt sozusagen die nicht im postnationalsozialistischen Deutschland aufgewachsen sind,
Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da fehlt es uns noch ein bisschen an einer Erzählung. Also, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Deutschland sich sehr lange nicht als Immigrationsland wahrgenommen hat. Also wenn man an das Anwerbeabkommen denkt und auch an die Kontinuitäten sozusagen von der NS-Zwangsarbeit in sozusagen die Gastarbeit, also in der Wahrnehmung der Menschen, dass eben nicht davon ausgegangen wurde, dass Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter Teil der Gesellschaft sind, sondern dass sie da sind und dann werden sie wieder gehen. Und diese Wahrnehmung dann über Jahrzehnte gepflegt wurde und eben bis heute wir Diskussionen über Paschas in Grundschulen führen, wo man sich denkt, haben wir das Jahr 2023 wirklich so begonnen? Das kann jetzt niemandes Ernst sein. Also wir haben eine ganz andere Verantwortung für diese Gesellschaft in ihrer Diversität mit all den Geschichten, die sie mitbringt und mit all den Verletzungen, die mitgebracht werden. Und wir können das auch. Also wir halten das auch aus. Das ist keinerlei Bedrohung für unsere Erinnerungskultur, das ist keine Bedrohung für irgendeine Art von deutscher Selbstwahrnehmung, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich sehe da auch in der Praxis der Vermittlung eigentlich überhaupt keine Gefahr und kein Problem. Es ist eben, wie gesagt, oft so, dass Menschen, die selber schwierige Erfahrungen gemacht haben, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen mit Fluchterfahrung oder mit Fluchterfahrung in der Familie, eine sehr große Nähe zu Erzählungen von Gewaltgeschichte haben. Manchmal eine zu große Nähe. Da muss man auch aufpassen, weil dann Retraumatisierungen passieren können. Aber die Offenheit und das Interesse ist natürlich da. Also ich sehe da überhaupt kein Widerspruch oder keine Gefahr drin. Also ich sehe das etwas ein bisschen anders, wenn auch im Grundsatz ähnlich. Also ich glaube zunächst mal die Frage wäre wahrscheinlich nicht richtig gestellt, wenn gesagt wird, wie kommen wir an die Gruppen alle heran? Ich glaube, man muss sie so stellen, wie lassen wir sie zu uns kommen? Und da würde ich sagen, da passiert ja auch sehr viel. Also da würde ich völlig zustimmen. Da gibt es eine sehr agile, sehr dynamische Debatte darüber, aber auch viele, viele Aktivitäten. Das heißt, es gibt, glaube ich, einen zivilgesellschaftlichen Impuls, sich der Pluralisierung von Geschichten, auch von Identitäten, von Dingen, die nach Deutschland gebracht worden sind schon lange oder auch neu gebracht werden oder die auch global sich aufstellen, sich derer anzunehmen und zu diskutieren und daraus tatsächlich auch Erinnerung abzuschöpfen und zu konstruieren teilweise auch. Also das ist, glaube ich, ein völlig positiver Prozess, für den man Rahmen bilden muss und Freiheiten. Und da ist aber, glaube ich, schon ist nicht ganz so einfach, würde ich sagen. Denn was ist der Rahmen? Ja? Also die westlichen Demokratien haben natürlich die große Stärke, dass sie alle möglichen Identitäten und damit auch alle möglichen Erinnerungen, eigentlich im Prinzip alle, wenn man so will, zulassen und sie auch fördern teilweise und diesen Rahmen für einen zivilgesellschaftlichen Selbstverständigungsprozess auch ermöglichen. Ich glaube trotzdem, dass es Gefahren gibt, wenn eine Gesellschaft zu sehr zersplittert, zu sehr fragmentiert in verschiedene Identitäten. Und Erinnerung hat immer irgendwas mit Identität zu tun. Umgekehrt hat Identität was mit Geschichte zu tun und mit Erinnerung. Also wenn die Fragmentierung zu groß wird und dann stellt sie den Rahmen irgendwann in Frage. Ja? Und da komme ich an das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann drohen wir irgendwann in eine Gesellschaft der Kulturkämpfe zu geraten, was ich für problematisch hielte. Also was tun? Der Rahmen muss stimmen und ich würde schon sagen, das ist im besten Sinne eine Art Republikanismus, um jetzt mal einen französischen Begriff dazu aufzunehmen, der zum Beispiel auch ein stärker laizistisches Element in sich tragen sollte, als wir das gewohnt sind in Deutschland, aber darüber kann man lange diskutieren. Also man braucht einen republikanischen Rahmen, wo bestimmte Rechte und auch bestimmte Pflichten unverhandelbar bleiben. Und das hat natürlich viel mit Rechtsstaat zu tun, das hat auch viel mit einer Achtung des anderen zu tun und so weiter und so fort. Und wenn das gelingt, und es gibt gute Gründe dafür, da durchaus optimistisch zu sein,
dann würde ich sagen, ist die Zivilgesellschaft auch in der Lage und wird sich damit beschäftigen, dass wir eine Pluralisierung der Identitäten haben und der Erinnerungen und so weiter. Und naja, ich bin da nicht so drin in dem erinnerungskulturellen Geschäft, aber ich glaube, das passiert schon längst. Da gibt es sehr viele Initiativen, die eben auch Leute mit Erfahrungen, die jetzt nicht primär kerndeutsch sind, sozusagen auch zum Sprechen bringen und an Foren schaffen. Aber das ist eine Daueraufgabe, die man auch gar nicht abschließen kann. Da ändert sich jährlich vieles und vieles ist da im Fluss. Aber der Rahmen muss, glaube ich, stimmen. Das halte ich schon für wichtig. Ich will ganz gerne in der vorletzten Frage Sie nochmal bitten, auf der Basis von Fragen, die sowohl aus dem Präsenzpublikum als auch also vom virtuellen Publikum kommen, ein Schlaglicht auf diesen Ort, auf diese Universität zu werfen. Es geht um die Erinnerung an die Mitglieder und an die Taten der Weiße Rose. Also ich fasse die Fragen mal zusammen. Also wie kann man die Erinnerung daran heute gesellschaftlich fruchtbar machen? Und ich würde jetzt ganz gerne aus meiner Sicht die Frage noch mal ein bisschen spezifizieren, indem ich das Mann ersetze durch die Universität selber, also die LMU. Also wie ist es mit der Erinnerungskultur an der LMU und durch die LMU? Also ich meine, die LMU hat ja schon ziemlich viel getan dafür. Und die Weiße Rose ist, das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht nur meine persönliche Meinung, das ist schon eine wirkliche Helden- und Märtyrergeschichte. Und die sollte man auch als solche, auch als Geschichte bekannt halten, teilweise vielleicht sogar noch bekannter machen und Outlets sozusagen finden dafür, dass sie auch bekannt gemacht werden kann. Die Inhalte, die damit zusammenhängen, die finde ich aber auch reflexionswürdig. Sie zeigen nämlich zweierlei. Sie zeigen erstens, dass in der Diktatur ein Widerstand so hoch riskant ist, dass ihn die wenigsten machen. Also wenn die Freiheit und das Recht erstmal verloren ist, dann weiß man, was man verloren hat. Und dann ist es fast gar nicht möglich, gegen eine herrschende Diktatur Freiheitsrechte oder auch Widerstand zum Erfolg zu führen. Und ich meine, bei der Weißen Rose ist das schon fast kann man sagen, ein Menetekel, dass die ersten beiden Flugblätter, die sie verschickt haben, mit der Post, ich glaube 2/3, bei der Gestapo gelandet sind, weil die Leute wahrscheinlich Angst hatten. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Adressaten alle überzeugte Nazis gewesen sind, aber sie hatten wahrscheinlich Angst in dem Augenblick, wo sie sowas kriegen. Das heißt, Angst, Terror, die Sorge vor Verfolgung und so weiter verändern so massiv ein Gemeinwesen, dass hinterher wirklich nichts mehr ist, wie es vorher war. Und die Weiße Rose zeigt das, aber sie zeigt auch, dass man wissen konnte. Also insbesondere bei Schmorell ist ja auch der Holocaust in die Flugblätter der Weißen Rose reingekommen, mit Massenmorden an Juden im Osten, was auch ein Signal ist dafür, was man wissen konnte damals, gegenüber vielen Legenden, die es da gibt, was man angeblich ja nichts wissen konnte. Und der Mut, den die Mitglieder der Weißen Rose dann auch wirklich aufgebracht haben, der ist wirklich sehr bewundernswert, auch wenn man sich die Geschichte anguckt, das kommt ja nicht von heute auf morgen, die Auffassung, wir müssen etwas entscheiden, denn wenn wir nichts entscheiden, dann sind wir sozusagen auf der Seite der Täter, der Seite der Mehrheitsgesellschaft oder der passiven Gesellschaft, die das irgendwie toleriert und mitmacht. Und deswegen haben die Flugblätter ja so einen dezisionistischen Klang. Sie sagen, entscheidet euch, ihr deutsche Bürger müsst euch auch gegen das Regime entscheiden, sonst macht ihr euch mitschuldig. Und das ist für die Mechanismen einer Diktatur von verschiedener Perspektive aus hochinteressant und lehrreich und einfach auch, das würde ich auch sagen, bewundernswert. Und insofern glaube ich, ist man sehr gut getan. Also die Weiße Rose Gedenkvorlesung ist ja ein solches Outlet. Dann gibt es das Ehrenmal und vieles andere mehr. Also das ist etwas, was wirklich zu pflegen ist. Man muss aber auch sagen, die Botschaft, die man damit verbinden kann, ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Und insofern ist es auch ein, in Anführungszeichen, relativ
dankbarer Gegenstand, gerade an einer Universität wie hier, wo das stattgefunden hat, diesen Erinnerungsschatz in Anführungszeichen zu pflegen. Aber gepflegt werden muss ja, was eben auch neue Formate, neue Medien und so weiter auch mit einschließt. Ja, ich glaube auch, dass es das sehr anschlussfähig ist. Wir hatten 2022 gemeinsam mit der Denkstätte und einer Münchner Berufsschule ein Projekt realisiert, das gegenüber von dem Ehrengrab der Geschwister Scholl die Schülerinnen und Schüler einen neuen Ort der Reflexion geplant, gebaut und umgesetzt haben. Die waren da unglaublich begeistert. Da gab es einen kleinen Wettbewerb, 15 Vorschläge, die alle ganz toll waren. Aber auch zum Beispiel im Kontext des Geschwister-Scholl-Preises, das ist ganz interessant zu sehen, die Geschwister-Scholl-Preisträgerinnen sind ja sehr, sehr breit gefächert, von Ahmed Altan über Dina Nayeri, also das war ja lange sozusagen sehr auf NS-Geschichte, aber es ist inzwischen sehr, also jetzt Autorinnen, Autoren, die im Gefängnis sitzen, die auf der Flucht sind und so weiter, die immer oder in der Regel einen Bezug auch zur Geschichte der Geschwister Scholl herstellen und auch diese Geschichte kennen. Was ich mir manchmal wünschen würde, das ist natürlich so ein ist für München natürlich eine ganz zentrale Geschichte. Ich würde mir manchmal wünschen, dass auch die Geschichte anderer Widerstandskämpferinnen ein bisschen mehr erzählt würde, also zum Beispiel die kommunistischen WiderstandskämpferInnen oder die vielen jüdischen WiderstandskämpferInnen, die man irgendwie in Deutschland nicht wirklich, man erinnert sich an Stauffenberg und an die Geschwister Scholl. Das sind die Identifikationsobjekte, weil sie sozusagen nahe dem eigenen Herzen liegen. Ich würde mir diese Erweiterung wünschen und dann würde ich mir auch wünschen, dass die LMU manchmal noch ein bisschen kritischer auf die eigene Geschichte schaut. Also egal ob die juristische Fakultät oder andere, da gibt es, glaube ich, noch einiges, was man aufarbeiten könnte, vor allem auch in der Kontinuität nach 1945, die ja dann entsprechenden Einfluss hatte auf eine neue Generation von Studierenden, die eben nicht reflektiert hat oder die eben bestimmte Werke noch gelesen hat oder die eben immer noch als Standardwerke herausgebracht wurden und werden zum Teil. Also ich glaube, da gäbe es einiges, was die Universität als Institution auch noch machen könnte. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Antwort. Meine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn etwas von diesem heutigen Abend Ihnen in Erinnerung bleibt, ein Wort, ein Satz, ein Gedanke, was wäre das? Also ich sage jetzt mal ein Wort, wenn wir über Erinnerungskultur und alles, was damit auch an Vermittlung zusammenhängt, dann nehme ich mal das Wort niedrigschwellig von Ihnen mit, denn das ist für mich eine der ganz großen Herausforderungen der Geschichte. Ich sage immer, Geschichte ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, zunächst mal in der Lage, eine wirkliche Schlüsselkompetenz zu vermitteln, nämlich die Komplexität sich anzugucken, Komplexität sich zu erarbeiten. Aber dann die zweite Schlüsselkompetenz, die dazukommen muss, ist die Reduktion von Komplexität. Jeder, der eine Seminararbeit schreibt oder irgendwas über Geschichte schreibt, wird es sofort feststellen, dass das eigentlich die große Herausforderung ist, die adäquate, auch stimmige Reduktion von Komplexität. Und da ist die Niedrigschwelligkeit natürlich gewissermaßen das Spitzenprodukt von guter Komplexitätsreduktion. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und das zeigt ja unser Gespräch auch heute Abend. Also das nehme ich jetzt mal mit. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen über Ihren Satz nachdenken, als Sie gesagt haben, eigentlich muss eine Erinnerungskultur immer eine eindeutige Botschaft, glaube ich, hatten Sie gesagt, bringen, die eben ja nicht so viel von dem Komplexen, weil das Interessante ist ja, kurze Antwort, Historiker antworten nie kurz, das ist ganz schrecklich. Das Interessante ist ja, ich habe das oft festgestellt in Seminaren mit Studierenden, wenn man so anfängt zu denken, wie Historiker denken, das ist so ein Moment, wo so ein Schalter irgendwie betätigt wird und wo man plötzlich, also jetzt im besten Fall, so eine Welt der Komplexitäten wahrnimmt. Und ich glaube, dass man das auch auf eine ganz niedrigschwellige Art und Weise machen kann. Also also den Blick in unterschiedliche Richtungen zu werfen und das einfach diese Sensibilisierung. Ne? Ich habe immer die Hoffnung, dass das funktioniert. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht ist es eine Hoffnung, aber es ist so eine Neugier, die dann entsteht. Ich glaube, wenn man die weckt, ist wahnsinnig viel passiert.
Ich würde aber nicht sagen, dass es nicht geht. Also es ist eine Herausforderung. Ne? Wunderbar, dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken für diesen wunderbaren Abend, für die wirklich tolle Diskussion, für die vielen Facetten, die Sie beleuchtet haben. Das war ein großes Vergnügen und ich fand, Sie beide haben für diese Veranstaltungsreihe wirklich einen fulminanten Schlusspunkt gesetzt. Ich bin wirklich sehr glücklich. Dann darf ich mich auch bei unseren Kooperationspartnern nochmal bedanken, bei der Media School Bayern und natürlich bei der Münchner Universitätsgesellschaft. Und ich muss es Ihnen einfach sagen, bitte unterstützen Sie die Münchner Universitätsgesellschaft. Sehen die Daten hier oben, damit die Münchner Universitätsgesellschaft uns unterstützen kann. Und jetzt brauchen wir die Unterstützung, denn nach der Ringvorlesung ist vor der Ringvorlesung. Wir werden jetzt unmittelbar nach dieser Vorlesung, ja nicht mehr heute Abend, darüber nachdenken, wie wir dieses Format weiterentwickeln können. Und dafür brauchen wir natürlich die Unterstützung, insbesondere der Münchner Universitätsgesellschaft. Und dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken, hier unserem Präsenzpublikum in der großen Aula und natürlich auch unserem Publikum zu Hause im virtuellen Raum vor den Monitoren. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dieser Veranstaltung gefolgt sind, dass Sie ganz treu, das wissen wir, der Veranstaltungsreihe gefolgt sind. Wir werden im nächsten Wintersemester natürlich wiederkommen. Das Format werden wir weiterentwickeln und schauen, was wir dann technisch realisieren können. Aber damit wir es weiterentwickeln können, sind wir in ganz erheblichem Maße auf Sie angewiesen. Und deshalb nochmal meine Bitte, sowohl an Sie hier im Raum als auch an Sie zu Hause, geben Sie uns doch Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Hier sehen Sie den entsprechenden QR-Code auf den Zetteln, die wir ausgelegt haben. Und zu Hause sehen Sie den Link, den wir im Zoom-Chat veröffentlicht haben, beziehungsweise dann auch über einen QR-Code, den Sie dann gleich nochmal als Folie sehen werden. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und ich verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Wintersemester, bis zur nächsten Ringvorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.